Bonaire. Hast du dich jemals gefragt, welche Geheimnisse seine weichen Sandstrände und kristallklaren Gewässer verbergen? Hier verschmilzt das reiche kulturelle Erbe mit lebendigen Traditionen und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft, die stolz ihre einzigartige Identität feiert. Und wir dürfen nicht vergessen, die Schönheit der Frauen von Bonaire zu erwähnen, die nur ein Teil des Charmes sind, den diese Insel zu bieten hat. Mit ihrem einladenden Geist und ihrer ansteckenden Freude sind sie das perfekte Spiegelbild eines Ortes, der Reisende einlädt, über das Offensichtliche hinaus zu entdecken. Also abonniere, gib ein Like und begleite mich auf dieser faszinierenden Reise, um dich von den Wundern von Bonaire verführen zu lassen. Geschichte. Bonaire, ein kleines Juwel der Karibik, verbirgt hinter seinen kristallklaren Gewässern und weißen Sandstränden eine Geschichte, die von harter Arbeit und Transformation geprägt ist. Jahrhundertelang war diese Insel hauptsächlich für ihre Salinen bekannt, riesige Landflächen, auf denen Salz zur Ausfuhr nach Europa gewonnen wurde. Die Spanier kamen im 16. Jahrhundert nach Bonaire und sahen in den Salinen eine Quelle des Reichtums. Um sie auszubeuten, brachten sie Hunderte von afrikanischen Sklaven auf die Insel. Diese Männer und Frauen arbeiteten unter der sengenden Sonne, gewannen Salz aus den Salinen und stapelten es zu großen Bergen. Das Leben in den Salinen war extrem hart, geprägt von endlosen Arbeitstagen, prekären Lebensbedingungen und Krankheiten. Trotz der schwierigen Bedingungen bauten die Sklaven ein komplexes Netz von Kanälen und Deichen, um den Wasserfluss und die Salzproduktion zu kontrollieren. Diese ausgeklügelten hydraulischen Systeme sind ein Zeugnis des Wissens und der Fähigkeiten dieser Zwangsarbeiter. Mit der Zeit wurde die Sklaverei abgeschafft und die Bedeutung der Salzproduktion nahm ab. Dennoch sind die Spuren der Vergangenheit in Bonaire noch immer präsent. Die Namen vieler Orte auf der Insel wie Pekelmeer, Salzsee, erinnern an ihre Salzgeschichte. Außerdem spiegelt die Architektur einiger alter Häuser den Einfluss der in den Salinen verwendeten Bauten wider. Glücklicherweise fand Bonaire dank des Tourismus neues Leben. Seine kristallklaren Gewässer, reich an Meeresleben, machten es zu einem Paradies für Tauchliebhaber. Die Korallenriffe von Bonaire gelten als einige der gesündesten in der Karibik und beherbergen eine große Vielfalt an Meeresarten, wie Meeresschildkröten, Rochen und Hunderte von tropischen Fischen. Die Transformation von Bonaire zu einem Touristenziel war allmählich und erforderte große Anstrengungen, um seine natürliche Umgebung zu schützen. Die Inselbewohner, die sich der Bedeutung der Erhaltung ihrer natürlichen Ressourcen bewusst sind, schufen einen nationalen Meerespark, der fast die gesamte Küste umfasst, und stellten eine Reihe von Regeln auf, um die Nachhaltigkeit des Tourismus zu gewährleisten. Heute ist Bonaire ein Beispiel dafür, wie ein Touristenziel wirtschaftliche Entwicklung mit Umweltschutz verbinden kann. Besucher können die Strände genießen, tauchen und schnorcheln und die Naturpfade der Insel erkunden, während die lokalen Gemeinschaften vom Tourismus profitieren, ohne ihr kulturelles und natürliches Erbe zu gefährden. Ein Besuch auf Bonaire bedeutet, in eine faszinierende Geschichte einzutauchen, in der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verflochten sind. Karneval. Der Karneval von Bonaire ist ein Fest, das fast das ganze Jahr über dauert, mit ansteckender Musik, extravaganten Kostümen und einer Energie, die dich unaufhörlich tanzen lässt. Die Wurzeln des bonairischen Karnevals reichen in die Vergangenheit zurück, in die Zeit der Sklaverei. Die afrikanischen Sklaven brachten ihre musikalischen und tänzerischen Traditionen mit, die sich mit den europäischen Bräuchen vermischten und eine lebendige und farbenfrohe Feier hervorbrachten. Anfangs war der Karneval eine Möglichkeit, Freude auszudrücken und Spannungen abzubauen, eine Art Ventil für die Sklaven, die in den Salinen arbeiteten. Während des Festes konnten sie sich verkleiden und ihre Herren verspotten, ohne bestraft zu werden. Mit der Zeit wurde der Karneval zu einer tief verwurzelten Tradition in der bonairischen Kultur, einer Feier, die die gesamte Gemeinschaft vereinte. Heute ist der Karneval synonym mit Bonaire und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die die Freude und Energie dieses einzigartigen Festes erleben möchten.
Eines der charakteristischsten Elemente des bonaerischen Karnevals sind seine Figuren. Der Tumba zum Beispiel ist der unangefochtene König des Festes. Diese Figur, in der Regel ein talentierter Musiker, ist dafür verantwortlich, dem Karneval mit seinen Liedern Rhythmus zu verleihen. Begleitet von seiner Band zieht der Tumba durch die Straßen von Kralendijk, der Hauptstadt von Bonaire, und animiert die Menge. Eine weitere wichtige Figur ist die Bourinya, eine Art Narr, der die Menschen mit seinen Witzen und Streichen zum Lachen bringt. Die Bourinya trägt in der Regel ein extravagantes Kostüm und verwendet eine komische Sprache, um die Gesellschaft und die Politiker zu satirisieren. Aber ohne Zweifel sind die Grandi die unbestrittenen Protagonisten des Karnevalsumzugs. Diese Gruppen von Menschen verkleiden sich mit aufwendigen und farbenfrohen Kostümen, die verschiedene Themen darstellen, von Tieren und Pflanzen bis hin zu historischen Figuren und Popkulturikonen. Die Grandi wetteifern miteinander, um die originellsten und auffälligsten Kostüme zu kreieren, und jedes Jahr überraschen sie das Publikum mit ihren Kreationen. Die Musik ist das Herz des bonaerischen Karnevals. Der Tumba, ein Musikgenre, das afrikanische und karibische Elemente kombiniert, ist der Soundtrack des Festes. Die Texte der Lieder sind oft satirisch und beziehen sich auf das tägliche Leben, die Politik und die wichtigsten Ereignisse des Jahres. Die Musiker improvisieren Verse und schaffen eingängige Melodien, die zum Tanzen und Singen einladen. Der Höhepunkt des Karnevals ist der große Umzug, der am Karnevalsdienstag stattfindet. Während dieses Umzugs ziehen die Karnevalsgruppen durch die Straßen von Kralendijk, zeigen ihre besten Kostüme und tanzen im Rhythmus der Musik. Die Atmosphäre ist festlich und bunt, und die Menschen strömen auf die Straßen, um das Spektakel zu genießen. Aber der Karneval von Bonaire geht über den Umzug hinaus. Das ganze Jahr über werden verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Fest organisiert, wie Kostümwettbewerbe, Tänze und Konzerte. Darüber hinaus nutzen die Bonaerianer den Karneval, um die Gemeinschaftsbande zu stärken und fröhliche Momente mit ihren Freunden und Familien zu teilen. Das reinigende Feuer von San Juan auf Bonaire. Eine der tief verwurzelten und bedeutendsten Feierlichkeiten auf Bonaire ist der Tag von San Juan, ein Fest, das religiöse, kulturelle und uralte Elemente vereint. Jedes Jahr am 24. Juni versammeln sich die Bonaerianer, um die Geburt von Johannes dem Täufer zu feiern. Doch diese Feier geht weit über eine einfache religiöse Gedenkfeier hinaus. Es ist ein Fest voller Symbolik und Bedeutung, das die Inselbewohner mit ihren Wurzeln und Traditionen verbindet. Die Feierlichkeit ist nicht nur eine Hommage an eine religiöse Figur, sondern repräsentiert auch die Einheit und Identität einer lebendigen Gemeinschaft. Eine der auffälligsten Bräuche des San Juan-Tages auf Bonaire ist das Springen über das Feuer. Bei Einbruch der Nacht wird am Strand ein großes Lagerfeuer entzündet und die Teilnehmer springen nacheinander über die Flammen. Dieses Ritual hat eine tiefgreifende reinigende Bedeutung, da man glaubt, dass das Feuer den Körper und die Seele von schlechten Energien reinigt. Das Springen über das Feuer ist nicht nur ein symbolischer Akt, es ist eine greifbare Art, die Schwierigkeiten und Hindernisse des vergangenen Jahres hinter sich zu lassen. Im Wesentlichen repräsentiert dieser Akt eine Wiedergeburt, einen neuen Anfang voller Hoffnung und guter Absichten. Das Feuerritual ist tief in der Kultur Bonaires verwurzelt und spiegelt uralte Überzeugungen wider, die im Laufe der Zeit Bestand hatten. Die Ältesten der Gemeinschaft erzählen oft Geschichten darüber, wie dieses Ritual über Generationen hinweg praktiziert wurde, wobei jeder seine eigene Nuance zur Tradition hinzufügte. Das Feuer wurde seit jeher als reinigendes und schützendes Element betrachtet. In vielen Kulturen auf der ganzen Welt wird das Feuer mit Erneuerung und Transformation assoziiert. Daher suchen die Bonaerianer beim Springen über das Feuer, das Negative hinter sich zu lassen und einen neuen Zyklus voller Möglichkeiten zu beginnen. Doch das Springen über das Feuer ist nicht das einzige herausragende Element des Festes. Die Musik spielt ebenfalls eine zentrale Rolle bei dieser Feier. Traditionelle Musikgruppen spielen Volkslieder, die die Festlichkeiten begleiten. Die Musik
mit ihren ansteckenden Rhythmen und bedeutungsvollen Texten schafft eine festliche und fröhliche Atmosphäre, die alle zum Mitmachen einlädt. Die Tänze sind ebenso wichtig. Die Menschen versammeln sich in Kreisen um das Lagerfeuer und bewegen sich im Takt der typischen Instrumente wie Trommeln und Maracas. Diese Feier ist nicht nur ein soziales Ereignis, sie ist eine kulturelle Manifestation, die die Generationen vereint. Neben der Musik und dem Feuer spielt auch das Essen eine zentrale Rolle bei dieser Feier. Es werden typische Gerichte der bonaireanischen Küche zubereitet, wie Ayaka, ein in Bananenblätter gewickelter Tamal, der voller lokaler Aromen steckt. Verschiedene erfrischende Getränke ergänzen das kulinarische Fest. Das Essen wird in der Familie und mit Freunden geteilt, wodurch die Gemeinschaftsbande gestärkt werden und alle an die Bedeutung des Teilens bei jeder Feier erinnert werden. Der Tag von San Juan ist eine Gelegenheit für die Bonaireaner, sich mit ihren Wurzeln zu verbinden und ihre kulturelle Identität zu feiern. Es ist ein Fest, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und die Kontinuität der Traditionen repräsentiert, die diese Inselgemeinschaft geprägt haben. In jeder Ecke von Bonaire herrscht während dieser Feierlichkeit eine festliche Stimmung. Die Lächeln strahlen ebenso hell wie die tanzenden Flammen des Feuers. Der Tag von San Juan auf Bonaire ist nicht nur eine religiöse Feier, es ist ein tief in der lokalen Kultur verwurzeltes Ereignis, das Reinigung, Erneuerung und Gemeinschaftsidentität symbolisiert. Die Kombination aus reinigendem Feuer, lebendiger Musik und köstlichem Essen macht dieses Fest zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer. Verpasse nicht, was noch kommt. Entdecke die bestgehüteten Geheimnisse von Bonaire. Abonniere und gib einen Daumen hoch für mehr unglaubliche Abenteuer. Das Beste kommt am Ende. Dia di Rincón, eine Reise ins Herz von Bonaire. Wenn du nach einer weiteren authentischen und geschmackvollen Erfahrung suchst, ist der Dia di Rincón auf Bonaire dein Ziel. Rincón, mit seinen pastellfarbenen Häusern und seiner entspannten Atmosphäre, ist das Herz von Bonaire. Und genau hier wird jedes Jahr der Dia di Rincón gefeiert, ein Fest, das der Geschichte und den Bräuchen der Gemeinschaft huldigt. Dies ist ein Tag voller Musik, Tanz, köstlichem Essen und einer festlichen Atmosphäre, die sofort ansteckend wirkt. Eine der auffälligsten Traditionen des Dia di Rincón ist das Tragen der Farbe Weiß. Alle Teilnehmer, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, kleiden sich in Weiß. Diese Farbe symbolisiert Reinheit, Frieden und Einheit. Indem sie Weiß tragen, zeigen die Bewohner von Rincón und die Besucher ihren Respekt vor der Tradition und ihre Zugehörigkeit zu dieser großen Familie. Die Musik ist ein weiteres Schlüsselelement des Dia di Rincón. Lokale Musikgruppen spielen die traditionellen Rhythmen der Insel und schaffen eine festliche und ansteckende Atmosphäre. Die Teilnehmer tanzen im Rhythmus der Musik und genießen jeden Moment. Der Tanz ist eine Möglichkeit, die Freude und Aufregung der Feier auszudrücken und sich mit den kulturellen Wurzeln von Bonaire zu verbinden. Natürlich ist kein Fest ohne gutes Essen komplett. Beim Dia di Rincón bieten die Essensstände eine große Vielfalt an typischen bonaireanischen Gerichten an. Vom Queixillena, einem köstlich gefüllten Käse, bis zum Pastel di Carne, einem sehr schmackhaften Fleischkuchen, und dem Pan Bonairiano, einem süßen Brot mit einer besonderen Note. Die Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil der bonairianischen Kultur und wird bei dieser Feier in vollen Zügen genossen. Neben Musik und Essen ist der Dia di Rincón auch eine Gelegenheit, die Geschichte von Rincón und Bonaire kennenzulernen. Es werden kulturelle Aktivitäten organisiert, wie Handwerksausstellungen und Vorführungen traditioneller Techniken, die den Besuchern ermöglichen, in die Vergangenheit der Insel einzutauchen. Doch das Wichtigste am Dia di Rincón ist die festliche Atmosphäre und das Gefühl der Gemeinschaft. Die Menschen versammeln sich auf den Straßen, teilen Lachen und Anekdoten und genießen die Gesellschaft von Freunden und Familie. Es ist ein Tag, um das Leben, die Kultur und die Identität von Bonaire zu feiern. Gastronomie, die Küche. Bonaire ist eine lebendige Mischung aus kulinarischen Traditionen,
die die reiche Geschichte der Insel widerspiegeln. Afrikanische, europäische und karibische Einflüsse verschmelzen zu einem Repertoire einzigartiger Aromen, die Geschichten durch jedes Gericht erzählen. Eines der herausragendsten Symbole ist der Keshi Jena, ein Gericht, das zum Symbol der kulinarischen Identität Bonairs geworden ist. Diese Delikatesse besteht aus einem mit Hackfleisch, Oliven und Gewürzen gefüllten Käse, der gebacken wird, bis er eine perfekte Textur erreicht, innen geschmolzen und außen mit einer goldenen Kruste. Jeder Bissen ist eine wahre Geschmacksexplosion, bei der die Weichheit des Käses mit der Saftigkeit des Fleisches und dem salzigen Touch der Oliven kombiniert wird. Es ist wie eine Party im Mund, bei der jeder Bestandteil seine Rolle spielt, um ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu bieten. Wenn du Fischliebhaber bist, solltest du die Gelegenheit nicht verpassen, den Pisca Hasa zu genießen, ein weiteres emblematisches Gericht der Insel. Dieses köstliche Gericht besteht aus frischem, gegrilltem Fisch, gewürzt mit lokalen Gewürzen, die seinen natürlichen Geschmack hervorheben. Es wird begleitet von Funchi, einer Art Polenta aus Mais, und einem frischen Salat, der dem Gericht einen knusprigen Kontrast verleiht. Der Pisca Hasa ist nicht nur eine köstliche Art, das karibische Meer auf deinem Teller zu genießen, sondern verbindet dich auch mit der Fischereitradition Bonaires und seiner Meereskultur. Die bonairische Gastronomie beschränkt sich jedoch nicht nur auf Fisch und Käse. Der Stoba di Cabritu ist ein weiteres sehr beliebtes Gericht, das hervorgehoben werden sollte. Dieser Ziegenfleischeintopf wird stundenlang bei niedriger Hitze gekocht, wodurch sich die Aromen konzentrieren und das Fleisch eine außergewöhnliche Zartheit erreicht. Es ist ein wohltuendes Gericht, ideal zum Teilen mit Familie oder Freunden bei Zusammenkünften. Die Kombination aus lokalen Gewürzen und der Liebe, die in die Zubereitung gesteckt wird, machen den Stoba di Cabritu zu einem wahren Festmahl für den Gaumen. Und für diejenigen, die etwas Süßes suchen, um ihr kulinarisches Erlebnis abzurunden, ist das Pan Bonariano eine unwiderstehliche Option. Dieses süße Brot hat einen leichten Anisgeschmack, der es zum perfekten Begleiter für eine Tasse Kaffee oder Tee macht. Jeder Bissen ist wie eine warme Umarmung, die nostalgische Erinnerungen weckt und neue Momente zum Genießen in Gesellschaft schafft. Die gastronomische Vielfalt auf Bonaire ist groß und zugänglich. Die lokalen Restaurants empfangen dich mit echten Lächeln und personalisierten Empfehlungen zu den beliebtesten und traditionellsten Gerichten. Wenn du lieber in deiner eigenen Küche experimentierst, sind die lokalen Märkte voller frischer und köstlicher Zutaten, die du mit nach Hause nehmen kannst, um deine eigenen authentischen Versionen dieser Gerichte zuzubereiten. Letztendlich ist die bonairische Gastronomie viel mehr als nur einfaches Essen. Sie ist ein reichhaltiger kultureller Ausdruck, der es dir ermöglicht, eine Verbindung zur Geschichte und den Traditionen der Insel herzustellen. Beim Probieren der typischen Gerichte erfreust du nicht nur deinen Gaumen, sondern gewinnst auch ein tieferes Verständnis für die Lebensweise und kulinarischen Bräuche Bonairs. Wenn du also jemals die Gelegenheit hast, Bonaire zu besuchen, solltest du dich unbedingt in dieses einzigartige kulinarische Erlebnis stürzen. Bonaire National Marine Park. Der Bonaire National Marine Park erstreckt sich entlang der Küste und schützt eines der gesündesten Korallenriffe der Welt. Dieser Park wurde 1979 gegründet und ist seitdem ein Zufluchtsort für eine Vielzahl von Meeresarten. Von bunten Papageienfischen bis hin zu majestätischen Meeresschildkröten ist die Artenvielfalt hier einfach erstaunlich. Wenn du jemals diese Naturdokumentationen gesehen hast, in denen Taucher zwischen lebhaften Korallen und exotischen Kreaturen schwimmen, kannst du das hier selbst erleben. Eine der beeindruckendsten Dinge am Park ist sein Engagement für den Naturschutz. Einheimische und Besucher arbeiten zusammen, um dieses empfindliche Ökosystem zu schützen. Es gibt Regeln, die befolgt werden müssen, wie das Nichtberühren der Korallen oder das Mitnehmen von Souvenirs aus dem Meer. Dies stellt sicher, dass auch zukünftige Generationen diesen magischen Ort genießen können. Nun sprechen wir über eine Aktivität, die du nicht verpassen solltest: das Tauchen. Wenn du Wasser liebst, findest du hier mehr als 80 Tauchplätze.
jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit. Einige sind perfekt für Anfänger, während andere ideal für die Erfahrensten sind. Und das Beste ist, dass viele dieser Punkte nur wenige Schritte vom Strand entfernt sind. Stell dir vor, du tauchst in dieses türkisfarbene Wasser ein und siehst, wie die Fische um dich herum schwimmen. Es ist, als würde man in eine völlig andere Welt eintauchen. Die Sicht unter Wasser ist unglaublich, was bedeutet, dass du alles klar sehen kannst, von den Korallen bis hin zu den Fischschwärmen, die zu tanzen scheinen. Und wenn Tauchen nicht dein Ding ist, keine Sorge, es gibt viele andere Möglichkeiten, den Park zu erkunden. Du kannst schnorcheln, auf Naturpfaden wandern oder sogar an geführten Exkursionen teilnehmen, bei denen du mehr über die lokale Flora und Fauna erfährst. Jeder Winkel hat etwas Neues zu bieten. Ein einzigartiger Aspekt des Bonaire National Marine Park ist sein Fokus auf Umweltbildung. Es gibt Zentren, in denen du mehr über die Meeresökosysteme und deren Schutz lernen kannst. Dies ist besonders wichtig, da viele Menschen sich der Auswirkungen ihrer Handlungen auf die Umwelt nicht bewusst sind. Darüber hinaus beherbergt der Park auch mehrere Arten von Zug- und einheimischen Vögeln. Wenn du also Vogelbeobachtung liebst, mach dich bereit, einige erstaunliche Vögel zu sehen. Von Flamingos bis hin zu Reihern ist die Vogelvielfalt ein weiterer Grund, diesen Ort zu besuchen. Der Bonaire National Marine Park ist mehr als nur ein einfaches Touristenziel. Es ist ein Ort, an dem sich die Natur mit der Gemeinschaft trifft und alle zusammenarbeiten, um seine Schönheit zu bewahren. Flamingosee. Dieser Ort ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Ort voller Leben und Farbe, der dich fühlen lässt, als wärst du in einer Postkarte. Dieser See ist berühmt dafür, die Heimat einer großen Population rosafarbener Flamingos zu sein. Diese eleganten Vögel sind ein Symbol von Bonaire und sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ist ein magisches Erlebnis. Das Beste daran ist, dass du kein Vogelexperte sein musst, um ihre Schönheit zu schätzen. Du brauchst nur ein wenig Geduld und vielleicht eine Kamera, um diese besonderen Momente festzuhalten. Der Grund, warum diese Flamingos diesen Ort wählen, ist ziemlich interessant. Der See hat flaches und salziges Wasser, was die perfekte Umgebung für die Flamingos schafft, um sich zu ernähren. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen Krebstieren und Algen, die für die schöne rosa Farbe ihrer Federn verantwortlich sind. Wenn du also diese Flamingos elegant posieren siehst, denk daran, dass ihre Farbe nicht nur zur Schönheit beiträgt, sie ist Teil ihrer Ernährung. Das Tolle am Flamingosee ist, dass du dich nähern und diese Tiere beobachten kannst, ohne sie zu stören. Es gibt Aussichtspunkte und Wege, die es dir ermöglichen, das Spektakel aus sicherer Entfernung zu genießen. Es ist ein perfekter Ort, um mit deiner Familie oder Freunden ein Picknick zu machen und einfach zu entspannen, während du die Landschaft genießt. Aber das ist noch nicht alles. Der Flamingosee ist auch Teil des Washington Slug Bay Nationalparks, eines größeren Naturschutzgebiets, das die lokale Flora und Fauna schützt. Das bedeutet, dass du nicht nur Flamingos sehen wirst, sondern auch andere Vogelarten, Leguane und mit etwas Glück sogar einige wilde Ziegen. Es ist, als würde man in ein Abenteuer eintreten, bei dem die Natur dich an jeder Ecke überrascht. Wenn du Wanderliebhaber bist, gibt es mehrere Wanderwege rund um den See, die du erkunden kannst. Das Wandern auf diesen Wegen ermöglicht es dir, die natürliche Umgebung noch mehr zu genießen und vielleicht einige versteckte Geheimnisse des Ortes zu entdecken. Die Kombination aus der Ruhe des Sees und dem Gesang der Vögel schafft eine fast magische Atmosphäre. Vergiss nicht, dein Fernglas mitzunehmen, wenn du die Flamingos aus der Nähe beobachten oder spektakuläre Fotos machen möchtest. Die Möglichkeiten sind endlos. Und wenn du ein Fotografie-Enthusiast bist, könnte dieser Ort dein neuer Favorit werden. Playa Kenepa. Der Strand Kenepa, auch bekannt als Kenepa Grandi, ist einer der meistfotografierten Strände auf Bonaire. Bei deiner Ankunft wirst du von türkisfarbenem Wasser begrüßt, das im Kontrast zu dem weißen, weichen Sand steht. Diese tropische Umgebung ist ideal für diejenigen, die einen malerischen Ort zum Entspannen und Genießen der Landschaft suchen. Eines der auffälligsten Merkmale von Playa Kenepa ist seine natürliche Umgebung. Umgeben von Hügeln und üppiger Vegetation
bietet der Strand ein beeindruckendes visuelles Spektakel. Du kannst am Ufer entlang spazieren und die sanfte Meeresbrise auf deinem Gesicht spüren, während du dem sanften Rauschen der Wellen lauschst. Das Wasser in Kenepa ist unglaublich klar, was es zu einem perfekten Ort zum Schnorcheln macht. Wenn du gerne die Unterwasserwelt erkundest, ist dies der ideale Ort. Du kannst zwischen bunten tropischen Fischen schwimmen und dich an den Korallen in der Nähe erfreuen. Wenn du keine Schnorchelausrüstung hast, keine Sorge. Es gibt Orte, an denen du sie leicht mieten kannst. Neben Schwimmen und Schnorcheln ist Playa Kenepa auch ein ausgezeichneter Ort, um ein gutes Buch zu genießen oder einfach in der Sonne zu entspannen. Es gibt schattige Bereiche dank der Palmen entlang des Strandes, die es dir ermöglichen, dich auszuruhen, ohne dir Sorgen um die Hitze zu machen. Stell dir vor, du liegst in einer Hängematte, spürst die sanfte Bewegung des Windes und genießt dabei ein erfrischendes Getränk. Wenn du während deines Besuchs Hunger bekommst, findest du einige kleine Kioske, die köstliche lokale Optionen anbieten. Von Empanadas bis hin zu typischen karibischen Gerichten gibt es für jeden Geschmack etwas. Zögere nicht, eine Pastetschi zu probieren, eine Art gefüllte Teigtasche, die bei den Einheimischen sehr beliebt ist. Playa Kenepa ist auch bekannt für seine beeindruckenden Sonnenuntergänge. Wenn die Sonne am Horizont untergeht, malt der Himmel warme und lebendige Farben, die jeden in den Bann ziehen. Es ist ein magischer Moment, der dazu einlädt, Fotos zu machen und ihn mit Freunden und Familie zu teilen. Wenn du ein bisschen mehr Abenteuer suchst, gibt es in der Nähe von Playa Kenepa mehrere Wanderwege, die es dir ermöglichen, die einzigartige Landschaft von Bonaire zu erkunden. Du kannst auf den Pfaden wandern und mehr über die lokale Flora und Fauna erfahren, während du die frische, saubere Luft genießt. Die alten Ruinen von Akrotiri. Wenn wir über Bonaire sprechen, dürfen wir die alten Ruinen von Akrotiri nicht unerwähnt lassen. Ein Ort, der dich in ferne Zeiten versetzt und dich erstaunt zurücklässt. Obwohl sie nicht so bekannt sind wie die in Griechenland, haben diese Ruinen ihren eigenen Charme und sind ein Stück Vergangenheit, das es wert ist, erkundet zu werden. Zunächst einmal ist Akrotiri nicht nur ein schöner Name. Es handelt sich um eine alte Stadt, die im Laufe der Jahrhunderte von den Einheimischen bewohnt wurde. Obwohl die Insel für ihre Strände und ihr Meeresleben berühmt ist, erinnert uns dieses archäologische Juwel daran, dass es unter der karibischen Sonne noch viel mehr gibt. Akrotiri entwickelte sich in einer Zeit, in der Handel und Kultur in der Karibik florierten, und das spürt man in jeder Ecke. Bei deiner Ankunft wirst du als erstes bemerken, wie sich die Landschaft mit der Geschichte vermischt. Du wirst von Steinstrukturen empfangen, die dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Beim Spaziergang durch die Ruinen kannst du dir vorstellen, wie das Leben hier vor Tausenden von Jahren war. Familien, die zusammenarbeiteten, Kinder, die spielten und Händler, die Waren austauschten. Es ist, als ob der Wind dir Geheimnisse der Vergangenheit zuflüstert, während du die gepflasterten Wege entlang gehst. Eines der faszinierendsten Dinge an Akrotiri ist seine Verbindung zum Vulkan. Der Ausbruch des Vulkans auf Santorini ist berühmt, aber viele wissen nicht, dass Bonaire auch eine vulkanische Geschichte hat. Diese geologische Aktivität hat ihre Spuren auf der Insel hinterlassen und beeinflusst, wie die alten Strukturen gebaut wurden. Die verwendeten Steine sind stumme Zeugen einer Zeit, in der die Natur eine Hauptrolle spielte. Und wenn wir von Natur sprechen, darfst du den Ausblick von den Ruinen aus nicht verpassen. Von oben kannst du das strahlend blaue Meer sehen, das die Insel umgibt, und die frische Brise auf deinem Gesicht spüren. Es ist eine perfekte Erinnerung daran, warum Bonaire ein so besonderer Ort ist. Die alten Bewohner genossen sicherlich auch diese Ausblicke, während sie arbeiteten oder Zeit mit ihren Lieben verbrachten. Beim Spaziergang durch Akrotiri fühlst du dich wie ein moderner Entdecker, der Geheimnisse der Vergangenheit aufdeckt. Du kannst die Überreste von Häusern und Gemeinschaftsgebäuden sehen, die dort seit Jahrhunderten stehen und stürmen und dem Zahn der Zeit trotzen. Die Architektur ist einfach, aber beeindruckend. Jeder Stein erzählt eine Geschichte über das tägliche Leben und die Traditionen derer, die hier lebten. Außerdem gibt es etwas sehr Besonderes daran,
Orte wie diesen zu besuchen. Es lässt dich die Gegenwart noch mehr schätzen. Während du die Ruinen betrachtest, denkst du darüber nach, wie diese Menschen im Einklang mit ihrer Umgebung lebten. Etwas, das wir in unserem heutigen schnellen Tempo manchmal vergessen. Es ist wie eine Erinnerung daran, innezuhalten und das zu genießen, was uns umgibt. Und wenn du ein Fotografieliebhaber bist, mach dich bereit, unglaubliche Momente festzuhalten. Die Ruinen vor dem blauen Himmel bieten eine perfekte Palette für deine Fotos. Jede Ecke hat ihre eigene Magie und du wirst sie sicher mit deinen Freunden teilen wollen. Also, wenn du jemals auf Bonaire bist und etwas anderes als die Strände suchst, zögere nicht, die alten Ruinen von Akrotiri zu besuchen. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das Geschichte, natürliche Schönheit und eine gute Portion Inspiration verbindet. Ich verspreche dir, du wirst dich fühlen, als hättest du nicht nur einen anderen Ort, sondern auch eine andere Zeit bereist. Frauen. Bonaire ist nicht nur berühmt für seine kristallklaren Strände und sein Meeresleben, sondern auch für seine Frauen. Diese starken, fröhlichen und lebensfrohen Frauen sind das Herz der Insel. Sie sind Nachkommen einer Mischung aus Kulturen, die einen unauslöschlichen Eindruck in ihrer Identität hinterlassen haben. Afrikanische, europäische und karibische. Dieses reiche kulturelle Erbe hat widerstandsfähige und fleißige Frauen hervorgebracht, die sich in allen Aspekten des Insellebens auszeichnen. Zu Hause ist die bonairische Frau das Rückgrat der Familie. Mit einer bewundernswerten Fähigkeit, mehrere Verantwortlichkeiten zu balancieren, kümmert sie sich um ihre Kinder, bereitet köstliche Mahlzeiten zu und hält das Haus in Ordnung. Aber lass dich nicht von ihrer Süße täuschen. Hinter diesem charmanten Lächeln steckt eine unermüdliche Kämpferin. Diese Frauen sind in der Lage, Arbeit, Familie und soziales Leben zu jonglieren, ohne ihr Lächeln zu verlieren. Ihre Energie scheint unerschöpflich und ihre Hingabe ist ein Beispiel für alle. Neben ihrer Rolle zu Hause spielen die bonairischen Frauen eine entscheidende Rolle in der Gemeinschaft. Sie sind sehr aktiv in sozialen und religiösen Organisationen, wo sie ihre Zeit und Mühe einsetzen, um anderen zu helfen. Sie sind immer bereit, eine helfende Hand oder einen weisen Rat anzubieten, wenn jemand ihn braucht. Ihr solidarischer Geist ist ansteckend und schafft eine Atmosphäre gegenseitiger Unterstützung, die die Gemeinschaftsbande stärkt. Unternehmerische Initiative ist ebenfalls eine bemerkenswerte Eigenschaft unter den Frauen von Bonaire. Viele haben sich entschieden, ihre eigenen Geschäfte zu gründen, von kleinen lokalen Läden bis hin zu Restaurants, die die kulinarischen Köstlichkeiten der Insel anbieten. Ihre Kreativität und ihr Einfallsreichtum sind in jedem Projekt, das sie angehen, offensichtlich, was zeigt, dass sie in der Lage sind, Normen herauszufordern und ihren eigenen Weg zum Erfolg zu bauen. Der Lebensstil auf Bonaire ist entspannt und unbeschwert, was es den Frauen ermöglicht, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Sie lieben es, Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen, an den Strand zu gehen, um die karibische Sonne zu genießen, im Rhythmus der lokalen Musik zu tanzen und traditionelle Gerichte voller Geschmack zu kochen. Kochen ist eine Kunst, die diese Frauen beherrschen. Jede Mahlzeit ist eine Feier, die geliebte Menschen um den Tisch versammelt. Die Schönheit der bonairischen Frau ist einzigartig und unverwechselbar. Ihre von der Sonne gebräunte Haut spiegelt die Wärme der Karibik wider, ihr dunkles Haar strahlt Vitalität aus und ihre leuchtenden Augen spiegeln die angeborene Freude wider, die sie in sich tragen. Doch was sie wirklich schön macht, ist ihr aufrichtiges Lächeln und dieses besondere Licht, das Glück ausstrahlt. Jede Begegnung mit einer bonairischen Frau hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ihre Wärme und Gastfreundschaft sind unübertroffen. Die Frauen von Bonaire sind ein lebendiges Beispiel für Stärke, Widerstandsfähigkeit und überschäumende Freude. Sie sind das pulsierende Herz dieser bezaubernden Insel und tragen dazu bei, eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen fühlt. Wenn du das Glück hast, eine bonairische Frau kennenzulernen, wirst du schnell feststellen, dass sie besondere Menschen sind, voller Leben und mit viel zu bieten. Ihr kulturelles Erbe und ihr lebendiger Geist
inspirieren weiterhin zukünftige Generationen und stellen sicher, dass Bonaire ein Ort bleibt, an dem die Liebe zum Leben in jeder Ecke blüht. Liebe und Wärme. Die familiären Bindungen auf Bonaire sind extrem stark und erstrecken sich über den unmittelbaren Familienkern hinaus. Onkel, Cousins, Großeltern, alle sind Teil einer großen Familie, die sich gegenseitig pflegt und unterstützt. Die Familie ist das Fundament der bonairischen Gesellschaft. Ihre Bedeutung zeigt sich in jedem Aspekt des täglichen Lebens. Familienzusammenkünfte sind häufig und es gibt immer einen Grund zu feiern. Geburtstage, religiöse Feste oder einfach nur, um Zeit miteinander zu verbringen. Diese Feiern sind nicht nur Ereignisse, sondern Rituale, die die familiären Bindungen stärken und gemeinsame Erinnerungen schaffen, die im Laufe der Zeit bestehen bleiben. Die familiäre Einheit schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit, das in der bonairischen Kultur sehr geschätzt wird. In einer Welt, in der Verbindungen flüchtig sein können, bietet das starke Familiengefühl einen emotionalen Zufluchtsort. Jedes Mitglied hat eine besondere Rolle und die Weisheit der Älteren wird respektiert und geschätzt. Geschichten und Traditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben, was diese Bindungen noch weiter stärkt. Kinder wachsen umgeben von Liebe und Unterstützung auf und lernen von klein auf die Bedeutung der Fürsorge für andere und der Pflege dieser Verbindungen. Freunde auf Bonaire sind wie Geschwister. Freundschaften sind langlebig und werden ein Leben lang aufgebaut. Dieses Gefühl der Kameradschaft ist in jeder Ecke der Insel spürbar. Die Bonairianer sind sehr gesellig und lieben es, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Grillabende am Strand, Bootsausflüge oder einfach nur ein Plausch vor der Haustür sind übliche Aktivitäten, die diese Bindungen stärken. Die Nähe und das Vertrauen zwischen Freunden schaffen eine entspannte und unterhaltsame Atmosphäre. Es gibt keinen Druck, nur das Vergnügen, den gegenwärtigen Moment zu genießen. Die bonairische Gemeinschaft ist sehr eng verbunden. Jeder kennt jeden und hilft sich gegenseitig, wodurch ein Unterstützungsnetzwerk entsteht, das anderswo schwer zu finden ist. Nachbarn besuchen sich häufig, teilen Mahlzeiten und organisieren Veranstaltungen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Dieses Gemeinschaftsgefühl macht Bonaire zu einem sehr einladenden und sicheren Ort. Hier hat jede Person einen inneren Wert, der tief respektiert wird. Auf Bonaire verläuft das Leben in einem langsameren Tempo. Die Menschen haben mehr Zeit, die einfachen Dinge des Lebens zu genießen, wie ein Gespräch mit einem Freund, einen Spaziergang am Strand oder ein Dominospiel unter der karibischen Sonne. Dieser entspannte Lebensstil fördert soziale Beziehungen und ermöglicht es den Menschen, sich besser kennenzulernen. An jeder Ecke gibt es geteiltes Lachen, Geschichten, die bei Sonnenuntergang erzählt werden, und Momente, die zu Erinnerungen werden. Die bonairische Kultur ist eine lebendige Mischung aus verschiedenen Einflüssen, hauptsächlich afrikanischen, europäischen und karibischen. Diese kulturelle Vielfalt spiegelt sich in den sozialen Beziehungen wider. Die Bonairianer sind sehr offen und gastfreundlich gegenüber Ausländern und genießen es, ihre Kultur mit ihnen zu teilen. Musik, Tanz und Gastronomie sind wesentliche Ausdrucksformen, die alle einladen, an der Feier des bonairischen Seins teilzunehmen. Die Liebe und Wärme, die Bonaire charakterisieren, stammen nicht nur von seinen schönen Landschaften oder seinem tropischen Klima, sie sind das direkte Ergebnis des tiefen Gemeinschaftsgefühls, das seine Bewohner im Laufe der Zeit kultiviert haben. Hier zählt jede Beziehung, jedes Lächeln ist wichtig und schafft eine Atmosphäre, in der sich jeder wie ein Teil einer großen, erweiterten Familie fühlen kann. Diese einzigartige Essenz macht Bonaire zu mehr als nur einem Touristenziel. Es ist ein Zuhause voller Liebe und echter menschlicher Verbindung. Wenn diese virtuelle Reise nach Bonaire deine Neugier geweckt hat und du davon träumst, dieses wunderschöne Reiseziel zu besuchen, zögere nicht, diesem Inhalt ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere faszinierende Geschichten und Reisetipps zu erhalten. Deine Unterstützung ist entscheidend und motiviert uns, weiterhin das Beste aus jedem Winkel der Welt zu teilen.
schließe dich unserer Gemeinschaft an und sei Teil dieses aufregenden Abenteuers. Wir sind gespannt auf deine Gedanken zu Bonaire und jedem anderen Reiseziel, das du erkunden möchtest.